Die Praxisprüfung dauert ca. 30 Minuten reine Fahrzeit. Und die Prüfer werden die Zeit niemals hinten dranhängen, wenn man mal 10 Minuten an einer roten Ampel stehen sollte oder sowas. Und gerade dieser Punkt ist für Schüler in einer Prüfung sehr wichtig, weil sie meistens sehr unter Stress stehen und dadurch dann super oft schnell und hektisch fahren. Nur das Problem, je hektischer und schneller ihr fahrt, desto mehr Strecke legt ihr in der gleichen Zeit zurück. Und mehr Strecke heißt automatisch mehr Möglichkeiten für Fehler. Versteht das aber bitte nicht falsch. Ihr könnt natürlich nicht auf der Vorfahrtsstraße ohne Grund mit 20 rumtuckern und sagen, mein Fahrlehrer hat mir aber gesagt, ich soll mir Zeit lassen. Vielmehr sind so Momente gemeint, wie zum Beispiel, wenn ihr einen langsamen Radfahrer vor euch habt und ihr könnt oder besser gesagt dürft hier nicht überholen. Hier ist sehr häufig der Fall, dass der Schüler nach 2 Minuten irgendwie total unruhig wird, nur weil man ein paar Minuten hinter einem Radfahrer herfahren muss. Doch wenn man da mal drüber nachdenkt, besser geht es doch gar nicht. Die Zeit läuft und euch kann doch dahinter nichts passieren. Also seid nicht gestresst, sondern freut euch, je länger ihr dahinter bleiben dürft. Denkt aber daran, wenn ihr überholen könnt, solltet ihr es auch tun. Oder auch ein super Beispiel hierfür, wenn ihr in eurer Prüfung in einer mega engen Straße fahrt. Der absolute Albtraum eines jeden Schülers. Aber auch hier sollte es auch nur ein kleines bisschen enger werden zur Seite, dann fahrt ihr hier wirklich langsam und vorsichtig. Falls es zu eng wird, bleibe ich sogar gerne stehen. Ihr habt doch alle Zeit der Welt. Und wenn ihr wirklich nicht sicher seid, dann wartet ihr einfach, bis der Gegenverkehr, also alle weg sind und fahrt dann in Ruhe weiter. Auch hier müsst ihr ein Fuchs sein. Je langsamer ich fahre oder je öfter ich stehen bleiben muss, desto besser ist das doch im Grunde für mich. Macht euch um Gottes Willen keine Gedanken darüber, was der Prüfer denkt. Der will eigentlich nur, dass wir da lebend und sicher durchkommen. Auch wenn es mal länger dauert, weil das ist beim Fahranfänger ganz normal. Wichtig ist hier nur, ihr müsst das mit der Zeit aber auch beim Fahren umsetzen. Dass man das wirklich die ganze Zeit auf dem Schirm hat und auch so fährt. Wenn ihr das dann aber einmal verstanden habt, wird sich das komplett auf eure Fahrweise auswirken, weil ihr dann einfach die ganze Zeit ganz gechillt fahrt und denkt, wieso, ich habe doch Zeit, warum soll ich denn das Risiko eingehen? Ihr werdet merken, man fährt ohne Druck und ohne Stress.